Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkraft und willkommen zu einer neuen Folge von Rudolf. Bevor das gleich losgeht, möchte ich die Chance nutzen, euch noch zwei, drei Sachen mitzuteilen. Ich verspreche, das geht auch schnell, aber die paar Minuten müsst ihr mir geben. Erstes Mal vielen Dank für die Kommentare, die ihr zurückgeschrieben habt zum Thema Buch. Also ich glaube 1500 plus X sind wir jetzt gerade beim Zählen und das heißt also, ich kann mit ruhigem Gewissen eine ganz große Anzahl bestellen, wenn das dann losgeht. Das ist erstmal Punkt 1. Vielen, vielen Dank an die Community. Dann Punkt 2, ganz viele von euch haben mir Abos gegeben, Abos geschenkt, dem Kanal Abos geschenkt. Fand ich super, die Zahlen gehen nach oben, der Algorithmus wird gestärkt und dadurch ist man halt sichtbarer auf YouTube. Bleibt da dran, gebt mir gerne ein Abo, ich freue mich über jeden Einzelnen, der den Weg zum Kanal findet und der das gut findet. Also mega Community, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt wird es richtig wichtig. Und zwar zeige ich euch jetzt mal ein Foto und da muss ich kurz vorher noch was sagen. Also ich habe ja ganz viele Bilder von euch bekommen zum Thema Hintergrundbilder, die ich auch eine Zeit lang habe laufen lassen, wenn ich Rudolf vorgelesen habe. Und ich muss ja ich möchte für das Buchcover ja ein Bild nutzen, das ich so ein bisschen mit Rudolf verbinde. Er ist es nicht, es gibt keine Bilder, aber ich würde gerne dieses Bild nutzen und weiß aber nicht mehr, von wem ich das bekommen habe. Also wenn einer von euch mir das damals geschickt hat, wie gesagt, mein E-Mail-System ist abgeschmiert und die Verbindung zu den Fotos ist dadurch weg. Ich habe zwar eine Menge Fotos, weiß aber nicht woher. Würde ich mich finden, wenn ihr euch meldet. Und zwar geht es um dieses Foto hier. Und das würde ich gerne auf das Cover von dem Buch von Rudolf setzen, weil man hier quasi einen Panzermann sieht, der, ich sag mal, den Dienstgrad hat von Rudolf, also Unteroffizier zu der Zeit. Und die Auszeichnungen passen auch irgendwie. Und also das würde ich gerne nehmen, wenn ich das darf, würde ich das machen. Das war das Erste. Und das Zweite, auch noch zum Buch, haben ganz viele gefragt nach Kartenmaterial. Ja, wir werden also nicht nur Text in dieses Buch bringen. Ich bringe auch entweder eine Karte als Beilage mit dazu oder die ist im Buch mit drin, damit ihr auch den Weg verfolgen könnt, wann wo gekämpft worden ist. Das ist ja nicht ganz so schwer. Wird natürlich kein, ich sag mal, künstlerisches Feuerwerk, aber es wird auf jeden Fall reichen. So, letzte Sache versprochen, ich mache es kurz. Ich bin auf der Suche nach einem guten Namen für dieses Tagebuch. So, und ich habe ein paar zur Auswahl und ich mache im Community-Tab noch eine Abfrage, was euch am besten gefällt. Und zur Auswahl hätte ich da ein paar Sachen. Also ihr müsst mal in die Community gucken. Da sind ja immer so Beiträge, die ich dann poste. Da kann man eine Abstimmung machen und da müsst ihr mal reingucken. Ich gucke mal, ob ich das gleich nochmal einblenden kann hier. Dann müsstet ihr das jetzt sehen. Da könnt ihr auf jeden Fall nachher eure Stimme abgeben, wie das Buch heißen soll. Also meine Favoriten sind halt ganz normal Tagebuch Ostfront, ein Panzerschütze erzählt. Dann Panzerketten im Schlamm. Dann Panzer vernichtet, Ausrufezeichen, das hätte mir auch noch gefallen. Der lange Weg fand ich auch noch ganz gut. Und bis zum Elbrus und zurück, also der Berg da auch quasi, wo die umgedreht sind. So, das waren so die Ideen, die ich hatte. Was ich nachher nehme, weiß ich nicht. Würde aber eure Meinung gerne hören, ob ich das nachher so mache, wie die Abstimmung ist. Kann ich euch auch noch nicht sagen. Ich brauche immer nur so ein bisschen Zuarbeit. Dann, wenn einer von euch Lektor ist, also Bücher quer liest, und sowas macht, da würde ich mich freuen, wenn er sich bei mir meldet. Das geht ja auch immer um eine Finanzierungssache. Das Buch soll günstig sein, also suche ich auch jemanden, der das vielleicht freiwillig durchliest und korrigiert nachher, bevor das alles in den Druck geht. Oder jemand kennt, der das machen würde. Also wenn es was kostet, dann ist das so, aber am liebsten so günstig wie möglich, weil das macht das Buch auch günstig. Und wirklich jetzt die wirklich allerletzte Sache für die Kanalmitglieder, die jetzt auch zuschauen. Es gibt momentan bei YouTube ein Problem, dass ihr als Kanalmitglieder nicht benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video für Kanalmitglieder online ist. Das heißt, ihr müsst also tatsächlich immer in die Playlist der Kanalmitglieder gucken, ob da was Neues ist, bis dieser Fehler behoben ist. Deswegen, also es ist immer was da für euch, nur es wird euch nicht mehr mitgeteilt. Also bitte guckt in die Playlist, dann würdet ihr das sehen. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt geht's los mit Rudolf. Jetzt klettern wir in den Panzer und los geht's. Tagebuch Ostfront.
Heeresgruppe Süd, August 1943. Es ist geschafft. Die Küchenzeit ist rum und ich melde mich beim Hauptmann, um wieder in die Kampftruppe zu kommen. Mir geht es ganz gut. In der Heimat sind alle gesund und munter und das ist schon viel wert. Ich hoffe, dass ich doch noch mal ein paar Tage Urlaub bekommen kann. Allerdings hängt das ja immer sehr am Kompaniechef und was der Russe so treibt. Die Gesamtlage habe ich noch nicht komplett durchdrungen. Fritz hatte noch ein paar Informationen auf unseren Touren aufgeschnappt und das klingt nicht gut. Wir sind wieder in der Nähe von Charkow angekommen und die Kompanien und Züge stehen wieder in schweren Abwehrkämpfen. Also voran scheint es nicht zu gehen. Nachdem wir am Mios doch recht erfolgreich den Russen in die Schranken weisen konnten, geht es hier nun wieder los. Diese Stadt ist scheinbar der Dreh- und Angelpunkt an der Ostfront. Der Tross ist soweit untergezogen und ich begebe mich zum Stab. Vor der Tür zum provisorischen Büro des Herrn Hauptmann werde ich von einem jungen Leutnant abgefangen. Er ruft mich mit einem »Unteroffizier Petersen zu mir« mit dem lauten Tonfall wie auf dem Kasernenhof zu sich. Gut, ich bin auf Bewährung und werde mal ein freudiges Gesicht aussetzen, auch wenn der Grünschnabel es noch nicht verdient hat. Ich melde mich vorschriftsmäßig bei ihm. Scheinbar kennt er mich. Ich aber habe keine Ahnung, wer er ist. Wie auch immer erklärt er mir, dass der Herr Hauptmann mich als Verfügungsmasse sieht und es geht dann dahin, wo einer gebraucht wird. Also keine Besatzung, nur ein Springer. Ist mir fast schon egal, Hauptsache weg vom Kartoffelschälen. Wobei, die Versorgungsfahrten mit Fritz waren schon klasse. Nachdem ich mir meine Anweisung von Leutnant Fersen, so heißt der Gute, abgeholt habe, geht's zum Panzer. Die Besatzung ist vor Ort und bekannte Gesichter begrüßen einen. Na, das ist doch irgendwie, als ob man nach Hause kommt. Ich spreche mit den Kameraden. Es werden ein paar Geschichten ausgetauscht und ich klettere in den Panzer. Glück muss man haben, Panzer viel lang, aber ordentlich was durchgemacht hat der Kasten schon. Heidemarie steht auf der Seite, auch schön. Ich kannte mal eine Heidemarie in der Schule. Wir haben sie aber immer Heidi gerufen. Also Heidi soll es sein. Ich lasse mich auf den Sitz des Richtschützen rutschen, drehe mich nach links und öffne die Sichtklappe. Dann Sichtluke in der Blende, schaue durch die Optik und wie von selbst ruhen meine Hände auf den Stellrädern der Turmsteuerung. Das fühlt sich gut an. Alles wie gewohnt und irgendwie habe ich schon das Kribbeln und es könnte wieder losgehen. Der Ladeschütze Friedel kommt reingeklettert. Wir kennen uns schon aus diversen Einsätzen. Wir plaudern ein wenig und dann rückt er mit der Sprache raus. Der Leutnant ist ein Draufgänger und die Besatzung ist der Meinung, dass er schuld am Tod des Richtschützen war. Er zeigt mir im Turm die Stelle, wo das Panzerbüchsengeschoss eingedrungen ist. Der Richtschütze bekam den ganzen Segen ab und war sofort tot. Es war bekannt, dass die Saukerle hier mit den langen Flinten lagen. Kein Panzer fuhr weiter, aber Leutnant Fersen wollte weiter drauf los. Nun denn, meine ich, Dinge passieren und ist nicht immer der Kommandant schuld. Trotzdem tragisch und wenn es passiert, dann passiert es eben. Dann höre ich meinen Namen und stecke den Kopf aus dem Turm. Der Hauptmann und Kompaniechef steht am Panzer. Er gibt mir noch ein zackiges »Halten Sie bloß die Klappe und schießen Sie ein paar Russen ab. Ich will von Ihnen nichts mehr hören, bevor der Krieg gewonnen ist. Haben Sie das verstanden?« Ich springe im Turm stehend ins Schill gestanden und schmettere ein »Jawohl, Herr Hauptmann, kann es kaum erwarten« herunter. Ein leichtes Lächeln umspielt den Mund des so hart aussehenden Hauptmannes. Ich bin auf Bewährung. Das sollte ich nicht verspielen. Morgen geht es los. Ein Stoßkeil gegen einen russischen Durchbruch nahe Burgatschi. Wir schuften und bereiten alles vor, damit wir gleich früh um 4 in den Bereitstellungsraum vorrücken können. Dann hält ein LKW am Panzer. Fritz springt raus und bringt eine kleine Kiste. Marschverpflegung, meint er grinsend. Käse, Zigaretten und Wein, sehr schön. Da ich Fritz ja nun gut kenne, weiß ich auch, dass er doch irgendwie eine Gegenleistung will. Er braucht 2 russische Maschinenpistolen. Das kriegen wir hin. Ich sagte, dass ich mich dann melde, wenn ich sie haben würde. Der Kommandant kommt vorbei und sieht die Kiste, will auch gleich wissen, was hier los ist. Ich nehme eine der beiden Flaschen Wein heraus und übergebe sie dem Herrn Leutnant.
Na, das ist mal was. Er freut sich. Schaut mich dann lange an und natürlich weiß er, wie es läuft. Was wollen die Schieber haben, fragt er dann. Ehrlich wie ich bin, erkläre ich, was gebraucht wird. Gut, meint er zu mir. Keine Heldentaten für die Dinger. Wenn wir welche finden, kommen die in die Panzerkiste, verstanden? Na da schau her, das hätte ich nicht gedacht. Der steife Leutnant ist nicht abgeneigt. Habe ich schon hier und da erlebt. Waffen ja, Plündern von feindlichen Soldaten verboten. Ist so verstanden, das wäre auch meine Marschrichtung. Der Abend verläuft ohne weitere Zwischenfälle. Nur hören wir unentwegt Motorenlärm von der Hauptverbindungsstraße. Hier ist richtig was los. Gut, dass wir noch in der zweiten Reihe stehen und noch eine halbe Nacht zum Ausruhen haben. Um 3 Uhr werden wir hochgescheucht und nach lauwarmem Kaffee und ein paar Keksen geht es an die Heidi ran. Der Kommandant kommt von der Einsatzbesprechung zurück und sieht nicht begeistert aus. Lage hat sich geändert, der Gegner drückt hart auf die Stadt zu, Artillerie und Flieger überall. Die Russen sickern durch die dünnen Abwehrlinien und lauern hinter jedem Busch. Nun aber los, wir rollen wieder und sind auf dem Weg in unseren Bereitstellungsraum hart nordöstlich von Charkow. Schon auf dem Weg vermehrte Fliegersichtung, aber auch Luftdeckung durch unsere eigenen Maschinen. Wir kommen gut voran, müssen aber dann doch immer mal wieder abwarten, weil andere Verbände an uns vorbei müssen, um in ihre Angriffsräume zu kommen. Wir haben Infanterie und Flak dabei, damit wir, sollten wir mal abgeschnitten oder umgangen werden, nicht ganz so wehrlos sind. Wir folgen einer Bahnlinie und gegen 10 Uhr kommt der Haltebefehl. In einiger Entfernung können wir schon Rauchsäulen ausmachen. Da ist schon was in Gange. Wir bekommen eine neue Marschrichtung und vereinigen uns mit Panzern einer SS-Division, die wohl auch das gleiche Ziel haben. Wir halten uns in der Flanke des Panzerkeils und rauschen voll in einen Artillerieangriff hinein. Die Erde bebt und wir werden ordentlich durchgeschüttelt. Steine, Erde und Splitter schlagen gegen den Turm. War doch ganz schön beim Tross, denke ich mir. Nun ja, nun geht es ran an den Iwan. Plötzlich ein dumpfer Schlag und nach einigen Metern steht der Panzer. »Kette«, ruft der Fahrer. Na fein. Also abwarten, Meldung ist raus und wenn das Ari-Feuer abflaut, die Kette aufziehen oder mal genau schauen, was passiert ist. Nach 20 Minuten wird das Feuer weniger und wir riskieren einen Blick auf den Panzer. Um uns herum viele Krater, eine Flak auf Halbkette hat es zerschlagen und ein SPW brennt. Die Besatzung hat Schutz in einem Trichter gesucht. Wir klettern raus und mit geübten Handgriffen versuchen wir, die Kette zu reparieren. Schweißtreibende Arbeit, aber, wenn man weiß, wie es geht, ist das in einer Stunde gemacht. Der Kommandant ruft mich auf den Turm, gibt mir das Fernglas und zeigt nach Nordosten. Rauchsäulen am Horizont und Gefechtslärm überall. Na, da räumen die schon gut auf und wir stehen hier wie die Blödmänner. Der Funker kommt drauf und meldet schwere Panzerangriffe auf die Spitze und die Flanke. Der Stoßkeil zieht sich kämpfend zurück. Na, das ist ein Ding. Jetzt schnell die Kette rauf. Möglicherweise müssen wir hier bald weg. Keine 20 Minuten später ist die Kette wieder drauf und wir wollen weiter. Ein paar Fahrzeuge kommen wie der Teufel auf uns zu. Ein Schützenpanzerwagen hält neben uns. Kurze Einweisung, wir sollen den Rückzug decken. Ein paar Panzer kommen noch. Der Schützenpanzerwagen nimmt auch noch die Infanteristen auf. Die Besatzung der Halbkette ist bei uns. Wir machen uns gefechtsklar und stellen uns in eine gute Position, von der wir die Feindpanzer unter Beschuss nehmen können. Da kommen unsere zurückgehumpelt. Es fehlen einige Fahrzeuge. Ein Panther stellt sich 100 Meter neben uns auf und will mit uns die zurückflutenden Einheiten decken. Die Kommandanten besprechen sich und legen den Feuerbereich fest. Wir warten. Beschädigte Panzer und SPWs kommen an uns vorbei. Verwundete auf den Fahrzeugen und rußgeschwärzte Gesichter kann man sehen. Jetzt die Klappen zu, der Iwan kommt. Wir sehen die ersten Russenpanzer auf 2000 Meter Entfernung auf uns zuhalten. Der Panther feuert schon, ich warte noch ab. Feuern bei 1400, kommt der Befehl. So wird's gemacht. Panzergranate im Lauf, Verschluss ist zu, ich hänge an der Optik und die Aufregung ist wie weggeblasen. Ich habe das Gefühl, alles wird langsamer. Ich habe einen Russenpanzer anvisiert. Der Feuerbefehl kommt und ich drücke die Abfeuerung. Vorbei, verdammt. Etwas tiefer und weiter links, meint der Leutnant. Okay, also die Genauigkeit ist nicht so gut.
Ich richte nach und nach dem zweiten Schuss steht der Feindpanzer. Immer mehr Russenpanzer und auch Panzerwagen tauchen auf. Der Panther schießt schnell und genau. Der hat schon 3 Russen erledigt. Da muss ich wohl nachlegen, aber es klappt nicht so gut. Einen weiteren T-34 schieße ich bewegungsunfähig, dann drehen die Brüder erstmal ab. Die versuchen uns zwar zu treffen, scheitern alle an der Entfernung. Aber es kann auch sein, dass die Besatzungen dort drüben noch unerfahren sind. Wir setzen uns ab. Der Panther fährt los und wir folgen. Noch 2 Mann der Flak sitzen mit uns im Kampfraum, die müssen ja auch irgendwie mit. Wir fahren knapp 10 Kilometer und dann halten wir wieder an. Nochmal 30 Minuten sichern wir, aber der Russe kommt nicht. Weiter geht es zurück und wir passieren dann am späten Nachmittag die Stellung einer Packeinheit, die hier alles riegelt. Wir melden dem Batteriechef, was vorgefallen ist und dass momentan niemand mehr hinter uns sei. Noch 2 Kilometer weiter und wir stoppen. Treffen andere unserer Kompanie. Wir haben 2 Panzer verloren, die SS-Leute 4. Die sind voll in eine Packstellung hineingefahren und dann einen Flankenangriff der Russen. Das gab ordentlich einen auf den Deckel, schlecht aufgeklärt oder einfach die Stoßkraft des Panzerkeils überschätzt. Einen Abschuss nur, ich muss unbedingt zum Einschießen. Ich hoffe, wir kommen nochmal zur Werkstatt. Leutnant Fersen ist ganz zufrieden, mehr war da nicht rauszuholen. Wir holen uns noch Munition und Betriebsstoff. Die Feldküche hat was Deftiges für uns und wir warten mal ab, was der nächste Tag bringen wird. Ich bin wieder da, wo ich sein will. Über Sinn und Unsinn will ich momentan nicht nachdenken. Jetzt zählt es erstmal, für die Kameraden da zu sein. An mir hängt deren Leben auch irgendwie. Und ich will niemanden enttäuschen.